Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele das größte Problem ist, wenn sie Deutsch lernen. Ich stelle dir direkt am Anfang eine Frage. Warum haben so viele Menschen Angst zu sprechen? Ich fühle mich direkt angesprochen. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich Deutsch sprechen soll. Mein Kopf wird leer und ich denke, ich mache alles falsch. Genau das ist der Punkt. Dein Problem ist nicht dein Deutsch. Wirklich? Das fühlt sich aber so an. Nein, dein Problem ist nicht dein Wortschatz, nicht deine Grammatik, nicht dein Level. Dein Problem ist deine Angst vor Fehlern. Das trifft mich gerade ziemlich, weil das stimmt. Ich habe ständig Angst, etwas falsch zu sagen. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Diese Angst ist der Grund, warum du nicht besser wirst, nicht dein Deutsch. Und genau hier machen fast alle den gleichen Fehler. Sie denken, sie müssen erst perfekt sein, bevor sie sprechen. Ja, genau das denke ich auch immer. Ich warte, bis ich bereit bin. Und genau das hält dich zurück. Denn diese perfekte Version kommt nie. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst diese Angst komplett verlieren. Komplett? Das klingt fast zu gut. Ja, und es ist einfacher, als du denkst. Du musst nicht mehr lernen. Du musst anders lernen. In dieser Folge zeige ich dir, wie du Deutsch wieder einfach machst, wie ein Kind. Wie ein Kind? Genau, ohne Angst, ohne Druck, ohne Perfektion. Wir sprechen darüber, wie du Deutsch in deinen Alltag bringst, wie du aufhörst, nur zu lernen und anfängst, wirklich zu sprechen. Ich zeige dir kleine Tricks, mit denen du sofort starten kannst, ohne Stress, ohne Vorbereitung. Das hätte ich wirklich früher gebraucht. Und das wird dir heute helfen. Versprochen. Bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze, einfache Geschichten aus dem Alltag. Genau solche Situationen, in denen du sprechen würdest. Du kannst damit perfekt lernen, wie echte Gespräche funktionieren. Und das hilft dir genau bei diesem Problem. Beim Sprechen ohne Angst. Den Link findest du in den Kommentaren. Und jetzt starten wir. Denn heute geht es nicht darum, besser Deutsch zu können, sondern darum, endlich ohne Angst zu sprechen. Ich bin gespannt und ein bisschen nervös. Perfekt. Genau da wollen wir ansetzen. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Lass uns direkt mit etwas starten, das viele nicht hören wollen. Fast alle machen hier denselben Denkfehler. Ich habe das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich habe jedes Mal Angst zu sprechen. Genau. Und das ist völlig normal. Die meisten denken, ihr Problem ist Deutsch. Zu wenig Wörter, zu viele Fehler oder nicht genug Übung. Aber das stimmt nicht. Wirklich? Denn genau das denke ich immer. Und genau da liegt das Problem. Du suchst den Fehler in deinem Deutsch. Aber der Fehler ist nicht in deinem Deutsch. Der Fehler ist in deinem Denken. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen hart. Ja, aber es ist wichtig, du hast kein Sprachproblem. Du hast ein Denkproblem. Okay, erklär mir das bitte. Sehr gerne. Es gibt 3 Hauptgründe, warum du Angst hast zu sprechen. Der erste ist Perfektionismus. Du willst alles richtig machen. Jeder Satz soll perfekt sein. Ja, ich denke immer zu lange nach, bevor ich etwas sage. Genau. Und während du nachdenkst, passiert nichts. Du sprichst nicht. Du blockierst dich selbst. Der zweite Grund ist die Angst vor Fehlern. Das ist bei mir extrem. Ich habe Angst, dass ich etwas falsch sage und andere mich beurteilen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Fehler sind nicht das Problem. Deine Angst vor Fehlern ist das Problem. Das fühlt sich gerade sehr richtig an. Der dritte Grund ist die Angst vor Bewertung. Du denkst, alle achten auf dich. Ja, genau so fühlt es sich an. Aber die Wahrheit ist,
Die meisten Menschen denken viel weniger über dich nach, als du glaubst. Das hilft wirklich, das so zu hören. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte einen Schüler. Er konnte fast alles. Großer Wortschatz, gute Grammatik, gutes Verständnis. Klingt perfekt. Ja, aber er konnte nicht sprechen. Er wollte immer den perfekten Satz. Und dann kam nichts. Das bin ich. Genau. Und wir haben nur eine Sache geändert. Ich habe ihm gesagt, sprich, egal wie. Am Anfang viele Fehler, sehr einfache Sätze. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das ist normal. Aber nach kurzer Zeit wurde er schneller, sicherer, freier. Nicht, weil sein Deutsch plötzlich besser war, sondern weil seine Angst kleiner wurde. Jetzt verstehe ich das wirklich. Genau das ist der Punkt. Deine Angst zeigt nicht, dass du schlecht bist. Sie zeigt, dass du zu viel nachdenkst. Und wenn du das verstehst, fällt ein großer Druck weg. Ich fühle mich gerade wirklich erleichtert. Sehr gut. Und im nächsten Kapitel zeige ich dir etwas, das alles verändert. Wie du Deutsch wieder so lernst wie ein Kind. Darauf bin ich gespannt. Ich sage dir jetzt etwas, das vielleicht ein bisschen hart klingt, aber es wird dir helfen. Wenn du das weitermachst, wirst du nie flüssig Deutsch sprechen. Okay, jetzt bin ich neugierig. Was meinst du? Du versuchst, perfekte Sätze im Kopf zu bauen. Oh, ja, das mache ich wirklich. Und genau das ist dein größter Fehler. Du denkst zu viel, bevor du sprichst. Ich warte immer auf den perfekten Satz, bis er sich richtig anfühlt. Genau. Und während du wartest, passiert nichts. Du sprichst nicht. Du bleibst stehen. Lass mich dir etwas ganz Wichtiges sagen. Muttersprachler sprechen nicht perfekt. Sie sprechen schnell. Sie sprechen einfach. Und sie korrigieren sich oft selbst. Das habe ich noch nie so gesehen. Du willst perfekt sprechen, aber du solltest erst mal sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Genau. Und jetzt kommt der Schlüssel. Du brauchst keine langen Sätze, du brauchst kurze, einfache Sätze. Also weniger denken und einfach sprechen? Genau. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Lernende wollen sagen, morgen arbeite ich den ganzen Tag, weil ich viele Termine habe, und danach treffe ich einen Freund. Das ist korrekt, aber schwer zu sprechen. Ja, ich würde genauso denken. Viel einfacher ist, ich arbeite morgen, habe viele Termine. Danach treffe ich einen Freund. Das fühlt sich sofort leichter an. Genau, 3 kurze Sätze. Klar, natürlich, schnell. Dein Ziel ist nicht ein perfekter Satz. Dein Ziel ist ein Flow. Ich glaube, ich habe immer alles falsch gemacht. Nicht falsch, nur nicht effektiv. Und das ändern wir jetzt. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Sag nicht, am Wochenende werde ich wahrscheinlich mit meinen Freunden ausgehen und vielleicht ins Kino gehen. Sag, am Wochenende gehe ich raus, treffe Freunde, vielleicht gehe ich ins Kino. Das klingt viel entspannter. Genau, weniger Druck, mehr Bewegung. Und jetzt machen wir etwas Wichtiges, nicht nur zuhören, mach mit. Sag jetzt laut 3 einfache Sätze über deinen Tag morgen. Pause kurz. Denk nicht zu lange. Einfach sprechen. Okay. Ich versuche es. Ich arbeite morgen. Ich habe ein Meeting. Danach gehe ich nach Hause. Perfekt. Genau so. Nochmal 3 neue Sätze. Ich lerne Deutsch. Ich höre einen Podcast. Ich spreche ein bisschen. Sehr gut. Merkst du etwas? Ja, es geht viel schneller. Und ich fühle mich freier. Genau. Dein Kopf hat keine Zeit, dich zu blockieren. Und das ist der Punkt. Wenn du zu viel denkst, stoppst du dich. Wenn du einfach sprichst, kommst du ins Sprechen. Das hätte ich viel früher hören müssen. Viele brauchen lange, um das zu verstehen. Aber jetzt hast du es.
Und ich gebe dir noch einen wichtigen Satz mit. Dein Ziel ist nicht perfekt zu sprechen. Dein Ziel ist, nicht mehr zu stoppen. Das ist ein richtig guter Satz. Genau. Und wenn du das trainierst, wird dein Deutsch automatisch besser. Und im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du Deutsch so lernst, wie ein Kind. Und das wird alles verändern. Ich sage dir jetzt etwas, das vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber extrem wichtig. Kinder lernen schneller als du und der Grund ist brutal ehrlich. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Kinder lernen nicht besser als du. Sie sind nicht klüger, sie haben keinen besseren Kopf und sie kennen auch nicht mehr Wörter. Der einzige echte Unterschied ist, dass sie viel weniger nachdenken. Das fühlt sich gerade sehr wahr an. Ja, und genau da liegt dein Problem. Kinder haben keine Angst zu sprechen. Sie machen Fehler, viele Fehler, jeden Tag. Aber es ist ihnen egal. Sie sprechen einfach weiter. Ich habe genau davor Angst. Ich habe Angst, dumm zu wirken oder dass andere merken, dass ich Fehler mache. Und genau diese Angst blockiert dich. Du denkst ständig darüber nach, wie du klingst, ob dein Satz richtig ist, ob du dich blamierst. Ein Kind kennt diesen Gedanken nicht. Es will etwas sagen und sagt es einfach. Stell dir ein kleines Kind vor. Es will sagen, ich bin gestern in den Park gegangen. Aber es sagt vielleicht, ich gehe in gestern Park. Ja, das ist komplett falsch. Grammatikalisch ist es falsch, aber jeder versteht sofort, was gemeint ist. Und das Wichtigste ist, das Kind hört nicht auf. Es spricht weiter, probiert weiter, lernt weiter. Und ich mache genau das Gegenteil. Ich warte, bis ich sicher bin. Genau. Du wartest auf den perfekten Satz und in dieser Zeit passiert nichts. Du bleibst stehen. Kinder sprechen falsch, aber viel. Du willst richtig sprechen, aber sprichst wenig. Und genau deshalb kommst du langsamer voran. Das ist echt ein Aha-Moment für mich. Genau das ist der Punkt. Fortschritt kommt nicht von perfekten Sätzen. Fortschritt kommt davon, dass du viele Sätze sagst, auch wenn sie nicht perfekt sind. Das fühlt sich gerade wirklich befreiend an. Sehr gut. Dann machen wir jetzt etwas, das dir hilft, genau diese Blockade zu lösen. Sag bewusst einen falschen Satz, nicht nachdenken, einfach sagen. Okay, ich probiere es. Ich gehe morgen Arbeit. Perfekt, genau so. Das fühlt sich ungewohnt an. Klar, weil du es sonst vermeidest. Aber ich verstehe dich sofort. Genau darum geht es. Sag noch einen. Ich mache später Deutsch lernen. Sehr gut. Und jetzt sei ehrlich, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich komisch an, aber gleichzeitig auch frei? Genau das ist der Moment, den du brauchst. Dein Ziel ist nicht, keine Fehler zu machen. Dein Ziel ist, keine Angst mehr vor Fehlern zu haben. Das verändert gerade wirklich meine Sicht. Sehr gut. Stell dir jetzt kurz vor, du würdest jeden Tag einfach sprechen, ohne zu stoppen, ohne lange nachzudenken. Du würdest automatisch schneller werden, sicherer werden und dein Deutsch würde ganz von selbst besser werden. Ja, das ergibt total Sinn. Genau so lernen Kinder. Sie sprechen sich in die Sprache hinein, nicht durch Perfektion, sondern durch Wiederholung und Mut. Ab jetzt gilt eine einfache Regel für dich. Sprich zuerst, denk später. Das merke ich mir. Sprich zuerst, denk später. Sehr gut. Jetzt machen wir noch eine kurze Übung. Sag 3 Sätze. Egal ob richtig oder falsch, einfach raus damit. Ich lerne Deutsch. Ich spreche heute viel. Ich mache Fehler. Perfekt. Genau so beginnt echtes Sprechen.
Ich sage dir jetzt etwas, das viele nicht hören wollen. Wenn du nur lernst, aber nicht lebst, wirst du nie flüssig sprechen. Das trifft mich gerade ein bisschen. Ich lerne viel, aber ich spreche im Alltag fast gar nicht. Genau das ist das Problem. Viele lernen Deutsch wie ein Schulfach. Sie schauen Videos, lernen Wörter, machen Übungen, aber sie benutzen die Sprache nicht wirklich im echten Leben. Ja, ich warte immer auf den perfekten Moment zum Sprechen. Und dieser Moment kommt fast nie. Das ist der Punkt. Wenn du wartest, bleibst du passiv. Du musst Deutsch aktiv in dein Leben holen. Aber wie soll ich das machen, wenn ich nicht immer mit jemandem sprechen kann? Gute Frage. Und jetzt kommt etwas, das dir vielleicht am Anfang komisch vorkommt. Du sprichst mit dir selbst. Mit mir selbst? Das fühlt sich wirklich komisch an. Genau das ist der Punkt. Alles, was neu ist, fühlt sich erstmal komisch an. Aber genau dort passiert Fortschritt. Stell dir vor, du gehst durch deinen Tag und sagst laut, was du machst. Ganz einfache Dinge. Zum Beispiel morgens. Ich stehe jetzt auf. Ich mache Kaffee. Ich gehe ins Bad. Das klingt irgendwie simpel. Es ist simpel, aber extrem effektiv. Du trainierst deinen Mund, ohne Druck, ohne Bewertung, ohne Angst. Ich glaube, ich würde mich am Anfang komisch fühlen. Klar, aber das Gefühl geht schnell weg. Und dann passiert etwas Wichtiges. Deutsch wird ein Teil deines Lebens, nicht nur ein Lernmoment. Ich hatte einen Schüler, der genau das gemacht hat. Er hat jeden Tag laut gedacht. Beim Kochen, beim Spazieren, sogar beim Aufräumen. Und hat das wirklich geholfen? Extrem. Nach kurzer Zeit war er viel flüssiger. Nicht, weil er mehr gelernt hat, sondern weil er mehr gesprochen hat. Das macht total Sinn. Genau. Dein Problem ist nicht, dass du zu wenig weißt, dein Problem ist, dass du zu wenig benutzt. Du brauchst keine perfekten Situationen, du brauchst kleine Momente. Welche Momente meinst du genau? Überall. Beim Einkaufen, beim Gehen, beim Warten. Du kannst immer sprechen. Du kannst sagen, ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ich kaufe Brot. Ich brauche Milch. Das kann ich wirklich jederzeit machen. Genau. Und du kannst noch einen Schritt weiter gehen. Stell dir kleine Situationen vor. Du bist im Café. Was sagst du? Ich hätte gern einen Kaffee. Oder ich nehme einen Tee. Das ist wie ein kleines Rollenspiel. Genau. Und das ist sehr effektiv. Dein Gehirn denkt, es ist eine echte Situation. Und jetzt machen wir das direkt zusammen. Sag laut, was du gerade machst. Pause kurz, denk nicht lange, einfach sagen. Ich sitze hier. Ich höre den Podcast. Ich lerne Deutsch. Perfekt, genau so. Noch einmal 3 neue Sätze. Ich denke nach. Ich spreche jetzt. Ich übe Deutsch. Sehr gut. Merkst du etwas? Ja, es geht schnell. Ich muss nicht lange überlegen. Genau, du bist im Flow. Und das ist das Ziel. Wenn du das jeden Tag machst, passiert etwas sehr Wichtiges. Deutsch wird normal für dich. Nicht mehr etwas Besonderes, sondern einfach Teil meines Tages. Genau. Und dann verschwindet auch die Angst, weil es nichts Großes mehr ist. Es ist einfach Sprache. Das fühlt sich gerade wirklich machbar an. Sehr gut. Und genau das ist der Punkt. Du brauchst keine perfekte Umgebung. Du brauchst nur den Mut, anzufangen. Deutsch gehört nicht nur ins Buch. Deutsch gehört in dein Leben. Das nehme ich mir wirklich vor. Ich sage dir jetzt etwas, das alles verändert, wenn du es wirklich verstehst. Fehler sind nicht dein Problem. Sie sind deine Lösung. Das fühlt sich komplett falsch an. Ich versuche die ganze Zeit, Fehler zu vermeiden. Genau. Und genau deshalb kommst du langsamer voran. Du vermeidest nicht nur Fehler, du vermeidest auch Fortschritt.
Das trifft mich gerade ziemlich direkt. Sehr gut. Dann hören wir genauer hin. Jeder Fehler zeigt dir, wo du stehst. Jeder Fehler ist ein Signal für dein Gehirn. Hier kannst du besser werden. Aber es fühlt sich trotzdem unangenehm an, wenn ich etwas falsch sage. Klar, weil du gelernt hast, dass Fehler schlecht sind. In der Schule, im Alltag, überall. Aber beim Sprachenlernen funktioniert das anders. Ich drehe das jetzt für dich um. Wenn du keine Fehler machst, lernst du wahrscheinlich nichts Neues. Das ist ein krasser Gedanke. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir 2 Personen vor. Die erste spricht viel, macht jeden Tag Fehler, probiert Dinge aus. Die zweite wartet, denkt lange nach und spricht nur, wenn sie sicher ist. Die erste wird schneller besser. Genau. Nicht, weil sie besser ist, sondern weil sie mehr Fehler macht und dadurch mehr lernt. Ich habe immer gedacht, Fehler zeigen, dass ich schlecht bin. Nein, Fehler zeigen, dass du lernst. Ich hatte einmal einen Schüler, der wollte immer alles perfekt machen. Er hat jeden Satz im Kopf gebaut, geprüft, verbessert. Am Ende hat er kaum gesprochen. Das bin ich? Und dann habe ich ihm gesagt, dein Ziel ist nicht richtig zu sprechen, dein Ziel ist, Fehler zu machen. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich immer gedacht habe. Genau. Und weißt du, was passiert ist? Er hat angefangen, mehr zu sprechen, mehr Fehler, mehr Bewegung. Und plötzlich wurde er besser. Das macht total Sinn. Dein Gehirn braucht diese Fehler. Es braucht diese kleinen Korrekturen. So entsteht echte Sprache. Und jetzt kommt etwas Wichtiges für dich. Du darfst Fehler nicht nur akzeptieren, du musst sie aktiv suchen. Aktiv Fehler machen? Das klingt verrückt. Genau das ist der Trick. Wenn du bewusst Fehler machst, nimmst du ihnen die Macht. Dann sind sie nichts Schlimmes mehr. Sie sind ein Werkzeug. Das verändert wirklich meine Sicht. Sehr gut, dann machen wir das jetzt konkret. Ich gebe dir eine kleine Aufgabe. Mach heute bewusst 5 Fehler. 5 Fehler? Ja. Sprich 5 Sätze, bei denen du weißt, dass sie nicht perfekt sind. Sag sie trotzdem. Das ist eine Herausforderung. Genau. Aber genau das brauchst du. Sag zum Beispiel, ich gehe jetzt einkaufen oder ich mache später Deutsch lernen. Ich merke, ich habe automatisch den Impuls, es zu korrigieren. Und genau da stoppst du. Lass den Fehler stehen, geh weiter, sprich weiter. Das fühlt sich wirklich anders an. Genau. Und das ist der Punkt. Wenn du deine Angst vor Fehlern verlierst, passiert etwas sehr Wichtiges. Du wirst mutiger, du wirst schneller, du wirst freier. Und dann kommt die Sprache automatisch. Genau. Schritt für Schritt. Also merk dir diesen Satz. Fehler bringen dich nicht weg von deinem Ziel. Sie bringen dich näher dran. Das nehme ich mir wirklich mit. Sehr gut. Dann hast du heute schon einen großen Schritt gemacht. Ich gebe dir jetzt etwas, das alles verbindet, worüber wir gesprochen haben. Keine Theorie, kein komplizierter Plan, eine einfache Routine. Wenn du das jeden Tag machst, verlierst du deine Angst. Das klingt gut, aber bitte einfach. Sehr einfach. 5 Minuten am Tag. Mehr brauchst du nicht. Aber diese 5 Minuten machst du richtig. 5 Minuten schaffe ich. Sehr gut. Schritt 1. Du sprichst laut. Nicht im Kopf, wirklich laut. Dein Mund muss arbeiten. Dein Körper muss die Sprache fühlen. Das mache ich viel zu selten. Genau. Und das ändern wir jetzt. Schritt 2. Du benutzt einfache Sätze. Keine komplizierten Konstruktionen. Keine perfekten Formulierungen. Einfach sagen, was dir einfällt. Also nicht nachdenken, sondern sprechen. Genau. Schritt 3. Keine Perfektion. Du erlaubst dir Fehler. Du suchst sie sogar ein bisschen.
Das fällt mir noch schwer, aber ich verstehe warum. Sehr gut. Schritt 4. Wiederholung. Du sagst die gleichen Sätze mehrmals. Dein Mund wird dadurch schneller, sicherer, flüssiger. Das klingt machbar. Dann machen wir das jetzt einmal zusammen, damit du ein Gefühl bekommst. Stell dir vor, du sitzt zu Hause. Du startest deine 5 Minuten. Du sagst, ich lerne Deutsch. Ich spreche jetzt laut. Ich übe jeden Tag. Ich lerne Deutsch. Ich spreche jetzt laut. Ich übe jeden Tag. Sehr gut. Jetzt nochmal gleiche Sätze. Ich lerne Deutsch. Ich spreche jetzt laut. Ich übe jeden Tag. Merkst du, wie es schon leichter wird? Ja, es kommt schneller. Genau. Jetzt neue Sätze. Ich gehe jetzt in die Küche. Ich mache Kaffee. Ich bin müde. Ich gehe jetzt in die Küche. Ich mache Kaffee. Ich bin müde. Perfekt. Und genau so machst du das jeden Tag. Du kannst über deinen Tag sprechen, über deine Pläne, über das, was du gerade machst. Es ist egal, was du sagst. Wichtig ist, dass du sprichst. Das kann ich wirklich machen. Das fühlt sich nicht schwer an. Genau das ist der Punkt. Es muss einfach sein, sonst machst du es nicht regelmäßig. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, du machst das jeden Tag. Nicht einmal, nicht nur wenn du motiviert bist, jeden Tag 5 Minuten. Das ist wie ein kleines Ritual. Genau. Und nach ein paar Tagen merkst du schon einen Unterschied. Du wirst schneller, du denkst weniger, du hast weniger Angst. Und nach ein paar Wochen wahrscheinlich noch mehr. Genau. Dann wird es ein Teil von dir. Sprechen fühlt sich normal an. Und genau das ist dein Ziel. Nicht perfekt sprechen, sondern ohne Angst sprechen. Das motiviert mich wirklich. Sehr gut. Dann hast du jetzt alles, was du brauchst. Keine Ausreden mehr. Nur noch anfangen. Lass uns das Ganze noch einmal ganz ruhig zusammen anschauen. Heute ging es um eine Frage, die sehr viele Menschen haben. Wie kann ich Deutsch sprechen ohne Angst? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in ganz vielen Punkten wiedererkannt. Genau darum ging es. Du bist nicht allein mit dieser Angst. Und noch wichtiger, diese Angst bedeutet nicht, dass dein Deutsch schlecht ist. Dein Problem ist nicht dein Deutsch. Dein Problem ist, wie du damit umgehst. Das hat für mich wirklich viel verändert. Sehr gut, dann fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen. Du hast gesehen, warum du Angst hast. Nicht wegen deinem Level, sondern wegen Perfektionismus, Angst vor Fehlern und dem Gefühl, bewertet zu werden. Dann haben wir darüber gesprochen, dass dein größter Fehler ist, im Kopf perfekte Sätze bauen zu wollen. Das blockiert dich komplett. Ja, das mache ich immer. Genau. Und jetzt weißt du, was besser ist. Kurze, einfache Sätze. Mehr sprechen, weniger denken. Dann kam ein ganz wichtiger Punkt. Lerne Deutsch wie ein Kind. Kinder machen Fehler, aber sie sprechen. Und genau deshalb lernen sie schneller. Das war für mich ein echter Aha-Moment. Sehr gut. Danach haben wir darüber gesprochen, wie du Deutsch in deinen Alltag holst. Nicht nur lernen, sondern leben. Selbstgespräche, laut denken, kleine Situationen nutzen. Genau dort entsteht echtes Sprechen. Das fühlt sich plötzlich viel realistischer an. Dann haben wir etwas ganz Wichtiges gedreht. Fehler sind nicht dein Problem. Fehler sind dein Weg. Jeder Fehler bringt dich näher zur Sprache. Wenn du Fehler vermeidest, vermeidest du Fortschritt. Das werde ich mir wirklich merken. Und am Ende hast du eine klare Routine bekommen. 5 Minuten am Tag. Laut sprechen. Einfache Sätze. Keine Perfektion. Wiederholung. Das ist alles, was du brauchst. Das ist wirklich machbar. Genau. Du brauchst keine Magie. Du brauchst keine komplizierten Methoden. Du brauchst Mut, Wiederholung und ein bisschen Geduld. Und jetzt kommt deine Aufgabe.
ganz konkret. Heute, nicht morgen. Heute. Nimm dir 5 Minuten, sprich laut, mach Fehler, sag einfache Sätze. Und morgen machst du es wieder. Das klingt einfach, aber stark. Genau so ist es. Und jetzt noch etwas für alle, die zuhören. Schreib in die Kommentare einen einfachen Satz auf Deutsch. Irgendetwas. Egal ob perfekt oder nicht. Oder schreib einfach, ich spreche heute Deutsch. Das ist eine gute Challenge. Genau. Und lies auch die Sätze von anderen. Das motiviert und zeigt dir, dass alle im gleichen Prozess sind. Lernen passiert nicht alleine. Lernen passiert gemeinsam. Das fühlt sich wirklich gut an. Sehr gut. Und wenn du noch mehr solche einfachen, echten Dialoge willst, dann schau dir unbedingt unser Buch an. Dort findest du kurze, spannende Geschichten aus dem Alltag. Genauso geschrieben, wie Menschen wirklich sprechen. Einfach, klar und emotional. Perfekt, um dein Deutsch zu verbessern und gleichzeitig Spaß zu haben. Den Link findest du in den Kommentaren. Das lohnt sich wirklich. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen zu sprechen. Danke dir, Paul. Das hat mir heute wirklich geholfen. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.